Der neue Gesetzentwurf von Boris Pistorius zur neuen Wehrpflicht ist da. Er liegt dem Spiegel vor. Und was diese neue Wehrpflicht möglicherweise für dich oder deine Kinder oder deine Enkel bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Wir haben hier schon etliche Videos zum Thema Wehrpflicht gemacht. Die Wehrpflicht ist für ganz viele unserer Mandanten ein entscheidendes Kriterium, sich nach einem Plan B zu erkundigen, einen Plan B aufzubauen oder auszuwandern. Sie wollen nicht selbst in den Krieg geschickt werden oder sie wollen nicht, dass ihre Kinder oder Enkel möglicherweise in einen Krieg geschickt werden. Wir sehen ja, wie sich hier die Situation in der Ukraine zum Beispiel nicht gerade beruhigt. Dann gibt es noch viele andere Konfliktherde auf der Erde. Die Welt scheint generell hier im Krieg zu versinken. Es scheint nicht friedlicher zu werden. Und jeder, der zum Wehrdienst einberufen wird, muss tatsächlich damit rechnen, dann auch wirklich irgendwo im Ausland zum Einsatz zu kommen. Und das will man natürlich nicht. Wir haben natürlich ebenfalls herausgestellt, auch schon in anderen Videos, dass auch die Kriegsdienstverweigerung nicht wirklich dich davor schützt, im Ausland eingesetzt zu werden. Ich hatte ja hier an mehreren Beispielen erklärt, dass das Deutsche Rote Kreuz, das THW, in allen Kriegsgebieten tätig waren und sind, inklusive Ukraine, Afghanistan, Syrien und so weiter und so fort. Vielleicht nicht so direkt an der Front, aber ich meine, auch als Kriegsdienstverweigerer kannst du ohne weiteres hier in ein Kriegsgebiet geschickt werden, wenn tatsächlich Not am Mann ist. Das größere Narrativ, um das es ja hier geht, ist, dass Pistorius ja schon vor längerer Zeit gesagt hat, dass dann bis 2029 hier kriegsbereit sein muss. Die Bundeswehr soll massiv aufgerüstet werden. Aber tatsächlich musste man sich natürlich immer die Frage stellen, wer soll eigentlich diese ganzen neuen Waffen bedienen? Denn momentan ist die Bundeswehr bekannterweise in einem desolaten personellen Zustand. Deutschland kann sich selbst nicht verteidigen und schon gar nicht hier in einem möglichen NATO-Bündnisfall. Und es gibt ja übrigens auch einen EU-Bündnisfall, was viele gar nicht wissen, hier im Ausland tätig werden und dort Soldaten hinschicken. Also es war immer klar, dass hier etwas getan werden muss. Die Wehrpflicht muss wieder eingeführt werden. Die Frage ist eben nur, auf welcher Basis und nach welchem Modell. Grundsätzlich ist das ganze Thema Wehrpflicht natürlich problematisch, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wir haben sowieso zu wenig Arbeitskräfte in Deutschland und jetzt sollen möglicherweise auch noch hier weitere junge Männer oder vielleicht auch sogar junge Frauen dem Arbeitsmarkt entzogen werden und hier in der Bundeswehr dienen. Also das ist nicht nur aus ethischer oder geopolitischer Sicht problematisch, sondern auch schon aus wirtschaftlicher Sicht für Deutschland tatsächlich ein Problem. Und auch der Gesetzentwurf hat diese Frage nicht wirklich beantwortet. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Gesetzentwurf liegt jetzt hier dem Spiegel vor. Es ist wie gesagt nur ein Entwurf. Ende August dann soll das Ganze hier tatsächlich dann vom Bundeskabinett abgesegnet werden und dann auch sofort in den Bundestag gehen. Die Bundeswehr will dieses Jahr noch ihre IT-Infrastruktur hier auf Vordermann bringen, sodass dann ab Januar 2026 digitale Fragebögen verschickt werden können an Deutsche, die ab 2008 geboren wurden. Du hast es richtig gehört, Fragebögen werden an Männer und an Frauen verschickt, aber nur Männer sind verpflichtet, diese Fragebögen dann auch tatsächlich zu beantworten. Frauen können dies auf freiwilliger Basis tun. Natürlich könnte man jetzt hier das Grundgesetz ändern und auch eine Wehrpflicht für Frauen einführen. Dafür hat man aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Da müsste man dann sich auf Stimmen der AfD oder der Linken bzw. der Grünen verlassen und das will man nicht. Deswegen will man Frauen ansprechen und natürlich auch gerne Frauen gewinnen, aber eine Wehrpflicht für Frauen wird es so ohne weiteres und so schnell nicht geben. Was Pistorius plant, und davon hat er ja schon immer gesprochen, ist eine Wehrpflicht nach schwedischem Modell. Die Schweden haben ja auch die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft und haben stattdessen ein freiwilligen Modell eingeführt, ähnlich dem, was jetzt auch Pistorius in Deutschland plant. Das heißt, Männer und Frauen erhalten einen Fragebogen und wer dann hier grundsätzlich für den Wehrdienst geeignet ist und auch Interesse daran hat, hier der Armee beizutreten, der kann das auf freiwilliger Basis tun. In Schweden war es so, dass bisher sich immer genügend Freiwillige gemeldet haben. Das liegt zum Beispiel auch daran,
dass hier eine attraktive Besoldung angeboten wird, nicht wie früher eine sehr schlechte Besoldung im Grundwehrdienst, sondern eben eine im Grunde genommen, die jener von Zeitsoldaten entspricht. Das heißt, wenn du dich hier freiwillig zum Wehrdienst meldest, wirst du so ungefähr 2.000 Euro netto bekommen, was ja für einen jungen Menschen eine ziemliche Stange Geld ist pro Monat, keine Frage. Und damit hofft man einfach, dass man genügend Freiwillige dann letztlich hier gewinnen kann, die in der Bundeswehr dienen. Das Ziel dieser Maßnahme, dieser Wehrpflicht ist im Grunde, dass man hier Reservisten aufbaut. Das heißt Reservisten, die dann letztlich trainiert sind, die auch dann ständig an Manövern teilnehmen und somit dann im Ernstfall hier sehr kurzfristig aktiviert werden können. Gemäß dem Gesetzentwurf kann man sich dann auch nach dem Grundwehrdienst hier noch weiter verpflichten bei der Bundeswehr und dort als Soldat bzw. Soldatin auf Zeit dann tätig sein. Gemäß verschiedenen Presseberichten möchte Herr Pistorius eine Armee mit 460.000 Männern und Frauen haben. Das ist natürlich eine ganz beachtliche Zahl. Wie das Ganze jetzt hier auf rein freiwilliger Basis rekrutiert werden soll, ist mir ehrlich gesagt nicht klar. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze hier auf rein freiwilliger Basis erfolgen soll, dass sich so viele Freiwillige melden. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt sowieso zu wenig Menschen in Deutschland, zu wenig junge Menschen aufgrund der starken Geburtenrückgänge in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, ich halte es für illusorisch, dass hier so viele neue Rekruten hier gefunden werden können, die sich freiwillig melden. Meiner Meinung nach geht es bei dem Gesetzesentwurf daher um eine schleichende Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Und hier wendet man jetzt die so oft in der Politik angewandte Salamitaktik an, damit hier jetzt die Bevölkerung nicht aufgeschreckt wird, damit man sich jetzt so langsam an den Gedanken gewöhnt und dann wird es so nach und nach halt dann immer strenger und immer heftiger, so nach dem Prinzip des Frosches, der im heißen Wasser sitzt, wo man die Temperatur so langsam immer weiter aufdreht. Und das ist eben das Entscheidende, was auch in diesem Gesetzesentwurf drin enthalten ist, gemäß dem Spiegel. Dort gibt es tatsächlich eine Option, dass dem Gesetzgeber hier die Tür offen hält, eine Wehrpflicht wieder einzuführen. Wenn sich nämlich nicht genügend Freiwillige melden, dann kann auch eine allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Und dann wird es natürlich auch wieder einen Ersatzdienst geben. Das heißt, dann wird natürlich auch der Zivildienst wieder eingeführt werden. Vom zeitlichen Ablauf her wird es so sein, dass Anfang 2026 hier die Fragebögen digital verschickt werden. Wie das genau funktioniert, wie die Kontaktdaten ermittelt werden jener Deutschen, die diesen Fragebogen bekommen, Jahrgänge ab 2008, ist mir noch nicht zu 100%ig klar. Mir ist zum Beispiel auch nicht 100%ig klar, ob du den Fragebogen auch bekommst, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Das sind Dinge, die man hier noch klären müsste. Möglicherweise ist, dass du ihn dann auch bekommst, musst du ihn beantworten. Auch das ist nicht 100%ig klar, wenn du im Ausland wohnst. Aktuell ist es ja so bei der ausgesetzten Wehrpflicht, dass du nicht zur Wehrpflicht herangezogen wirst, selbst nicht im Spannungs- und Verteidigungsfall. Wenn du Deutschland verlassen hast, bevor du 17 Jahre alt bist, hast du Deutschland verlassen. Nachdem du 17 Jahre alt bist, darfst du im aktuellen Spannungs- und Verteidigungsfall dich nur im Ausland aufhalten mit Zustimmung des Karrierecenters der Bundeswehr. Ab 2026, Anfang 2026 werden die Fragebögen dann verschickt. Junge Männer müssen sie beantworten, junge Frauen können es freiwillig tun und dann wirst du 2027 dann zur Musterung eingeladen. Warum diese lange Wartezeit dazwischen? Nun, man hat einfach nicht die logistischen Möglichkeiten momentan. Das muss man einfach aufbauen. Das heißt, jeder junge Mann muss dann auch zum Assessment Center der Bundeswehr kommen. Hier gibt es dann aber nicht mehr unbedingt eine ärztliche Untersuchung. Wer früher gemustert werden musste, der kannte das ja hier, der bekannte Eiergriff. Ja, das wird es nun nicht mehr geben, wenn sich schon aus dem Fragebogen heraus ergibt, ob jetzt jemand geeignet ist oder nicht. Aber wie gesagt, alle jungen Männer müssen zum Assessment Center der Bundeswehr dann ziehen und dann wird sich eben daraus ergeben, wer geeignet ist und wer nicht. Und dann wird man wahrscheinlich jenen, die geeignet sind, ein Angebot machen hier zum freiwilligen Wehrdienst und dann muss man sehen, was dann tatsächlich passiert, wer sich dann tatsächlich dazu verpflichtet. So also hier die Idee von Pistorius. Das Ganze soll jetzt zügig, wie gesagt, umgesetzt werden. Anfang 2026 geht es dann los. Ein weiterer Teil dieses Gesetzes, was hier
in den Bundestag eingebracht werden soll noch dieses Jahr, was das Kabinett bis Ende August 2025 beschließen soll, ist die Art und Weise, wie der Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen werden soll. Dazu möchte ich jetzt nochmal hier eben das Grundgesetz Artikel 115a öffnen. Hier steht die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Also, was heißt es? Hier gibt es eine sehr hohe Hürde, ja, damit dieser Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen werden kann. Und ganz bewusst, das wir natürlich nicht leichtfertig tun. Die Konsequenzen eines Spannungs- und Verteidigungsfalles sind ja auch enorm. Ja, also ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn der Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen wird, dann wird die Wehrpflicht wieder aktiviert. Für Männer grundsätzlich bis zum 60. Lebensjahr. Dann gelten die Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Auch wenn du im Ausland lebst, musst du dann im Grunde genommen hier auch wenn du im Ausland lebst, bist du dann im Grunde genommen hier einzugsfähig. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das hat natürlich auch anderweitig hier dann, was die Ressourcenverteilung und den Einsatz von Mitteln anbelangt, ziemlich hohe Konsequenzen der Spannungs- und Verteidigungsfall. Ich meine, es ist jetzt kein Kriegsrecht in dem Sinne, aber es geht so in die Richtung. Und deswegen hier diese hohe Hürde, damit dieser Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen werden kann. Da muss also ein hoher Konsens vorliegen, hier über die Parteigrenze hinweg. Und das soll nun geändert werden. In Zukunft soll die Bundesregierung den Spannungs- und Verteidigungsfall ausrufen können, nachdem hier die Bundeswehr dazu eine Empfehlung ausgesprochen hat. Tja, und jetzt ist die Frage, wann der Spannungs- und Verteidigungsfall hier tatsächlich eintritt. Ich meine, ich hatte ja schon mehrere Videos zum Thema Ukraine gemacht. Ich hatte auch eine Einschätzung mal hier abgegeben, wie ich das sehe, was Putin hier zum Beispiel machen könnte in Zukunft in puncto NATO. Ich glaube schon, dass Putin das Interesse hat, zu zeigen, dass die NATO inkompetent ist, dass die NATO im Grunde genommen einfach blufft. Letztlich haben wir ja gesehen, wie effektiv die NATO wirklich ist. 15 Jahre in Afghanistan haben nicht gereicht, um eine Truppe von zottelbärtigen Ziegenhärten zu besiegen. Das wird ja einiges dazu sagen, wie einsatzbereit die NATO tatsächlich ist. Deswegen hat natürlich Putin hier große Lust darauf, die Inkompetenz der NATO tatsächlich zu beweisen. Daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Putin, sei es nur mit 500 Mann, aber dann gibt es zumindest eine Grundlage für Artikel 5 und dann können sich dann die NATO-Länder darüber einigen, ob sie jetzt hier den Krieg erklären, Russland, oder was jetzt tatsächlich passieren soll. Ist es wirklich wert, ist es das kleine Litauen wirklich wert, dass man hier einen solchen Krieg riskiert? Aber in dem Fall könnte ja die Bundesregierung sagen, okay, wir haben jetzt den Spannungs- und Verteidigungsfall, egal was die NATO jetzt macht, denn wie gesagt, es gibt den Bündnisfall in der NATO, aber auch in der EU. Das heißt, alle EU-Länder sind im Grunde genommen doppelt betroffen und natürlich auch die neutralen Länder, wie zum Beispiel Irland oder auch zum Beispiel Österreich, wären dann im EU-Bündnisfall betroffen. Viele wissen das gar nicht, aber das ist natürlich so. Ja, also möglicherweise ist der EU-Bündnisfall noch viel schwerwiegender oder weitreichender, ja, als jetzt der NATO-Bündnisfall, denn der NATO-Bündnisfall erfordert ja dann auch wieder hier viel US-Einsatz, was ja der EU-Bündnisfall nicht erfordern würde. Also die Perspektive, dass hier die Bundesregierung einen neuen Spannungs- und Verteidigungsfall ausruft, die halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Das kann also sehr schnell passieren. Jetzt natürlich die Frage, wie du reagierst. Also ich meine, wir haben ja dieses Szenario hier kommen sehen. Wir reden schon auf unseren Veranstaltungen hier, wo wir zum Beispiel auch Militärexperten wie den ehemaligen General Erich Warth hatten, schon seit Jahren, will ich schon fast sagen, über dieses Szenario. Und wir empfehlen dir schon seit Jahren, dich darauf vorzubereiten und dir zu überlegen, ob du dich dem wirklich aussetzen willst. Also, wie man an Schweden sieht, es gibt ja durchaus hier etliche junge Menschen, die gerne in der Bundeswehr dienen möchten, die das vielleicht auch toll finden, denen eine solche Karriere liegt, denen das auch eine gewisse Perspektive gibt, eine Struktur. Gut, und diese Entscheidung muss man natürlich akzeptieren. Aber wenn du nicht zu dieser Kategorie Mensch gehörst oder deine Kinder nicht zu dieser Kategorie junge Menschen gehören und jetzt nicht unbedingt Leib und Leben riskieren wollen, ehrlich gesagt jetzt auch keinen Zivildienst machen wollen, wo sie dann hier den Omas den Popo abputzen müssen, dann solltest du dir überlegen, was die Alternativen sind. Und die einzige Alternative ist im Grunde die, dass du Deutschland verlässt. Ist es eine 100% sichere Alternative? Ich hatte es ja schon vorhin angedeutet. Nein, zumindest nicht, wenn du älter bist als 17 Jahre.
und zumindest nicht, wenn es zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass du, wenn du zum Beispiel in Dubai lebst oder so, damit rechnen musst, dass dann hier du aus Dubai letztlich nach Hause bestellt wirst, um in der Bundeswehr zu dienen. Also theoretisch ist alles natürlich denkbar, aber wenn wir uns die Situation zum Beispiel anschauen hier mit Ukraine und Russland, es gibt ja viele Ukrainer und viele Russen, die nach Dubai gegangen sind vor dem Krieg, dort eigentlich ein neues Leben jetzt aufgebaut haben und sich hier vor dem Krieg in der Heimat schützen, dann werden diese nicht an den Ohren rausgezogen und zurück in ihre Länder bestellt. Aber es ist generell natürlich bei den Ukrainern so, dass Ukrainer im Ausland, Männer wenigstens, keine Pässe mehr bei den ukrainischen Botschaften bekommen. Wenn du Ausländer bist, auch als Deutscher, dann ist ja die deutsche Botschaft für dich zuständig und stellt dir einen Pass aus. Wenn dein Pass abläuft, gehst du also zur Botschaft. Die ukrainischen Botschaften geben keine Pässe mehr aus. Diese Männer müssen also in die Ukraine zurück, um einen neuen Pass zu beantragen, und dann werden sie natürlich festgehalten. Das Gleiche könnte man sich auch sehr gut ja in Deutschland vorstellen. Ich hatte schon ein anderes Video gemacht. Also die Bundesregierung sagt schlicht und ergreifend, wenn du als junger deutscher Mann hier deinen Pass, deinen Personalausweis verlängern musst und du wohnst im Ausland, dann kannst du das nicht mehr auf der Botschaft machen. Du musst dafür nach Deutschland gehen und dann lassen sie dich nicht mehr ausreisen. Ganz einfach. Hier kommen dann so Dinge wie zum Beispiel eine zweite Staatsbürgerschaft ins Spiel, denn wenn du eine zweite Staatsbürgerschaft hast und damit einen zweiten Pass, dann kannst du diesen ja nutzen, um zu reisen. Das muss jetzt gar kein besonders guter Pass möglicherweise sein. Du kannst dir ja hier auch einen zweitrangigen Pass beschaffen. Wir reden ja oft darüber. Und dir dann verschiedene Visa besorgen, somit eine gewisse Reisefreiheit gegeben ist. Ja. Aber dann hast du wenigstens schon mal ein Dokument, mit dem du dann auch weiterhin mobil bist und hier nicht an einem Ort dann festsitzt. Und ohne gültiges Ausweisdokument lässt sich ja sowieso wenig machen. So, aber die wichtige Frage, die du dir eben stellen musst, ist, wie lange du jetzt tatsächlich noch warten willst. Also wenn das Themen sind, die dich bedenklich stimmen, wenn du sagst, na ja, also wenn es wirklich zum Krieg kommt, dann will ich natürlich nicht hier in Deutschland sein, dann will ich natürlich nicht in den Krieg geschickt werden oder ich will nicht, dass meine Kinder in den Krieg geschickt werden, dann muss natürlich für dich die Überlegung sein, okay, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann wirklich zu gehen? Also, meiner Meinung nach, wenn ich mir ernsthaft darüber Gedanken machen würde, ich meine, ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, ja. Also meine Kinder werden garantiert nicht in der Bundeswehr dienen und auch nicht in einer anderen Armee. Aber wenn du noch nicht gegangen bist und dich das Thema hier berührt und dir Sorgen machst, dann solltest du dir schon überlegen, ist nicht spätestens jetzt der Zeitpunkt gegeben, etwas zu unternehmen und nicht mehr weiter abzuwarten, ja. Bis wirklich der Frosch und die Temperatur langsam aufgedreht wird? Oder sagst du jetzt, naja, ich springe jetzt lieber mal aus dem Wasser raus und erkundige mich mal nach anderen Lösungen. Willst du wirklich zum Beispiel, dass deine Kinder hier oder dass du selbst hier auf irgendwelchen Fragebögen erfasst wirst? Da werden ja zig Fragen gestellt. Da wird ja ein ganzes Profil von dem möglichen Wehrpflichtigen erstellt. Da geht es ja nicht nur mehr um die Frage, ist der einfach tauglich oder untauglich wie früher. Alles andere hat man ja damals nicht erfasst. Untauglich, ja oder nein? Darum geht's nicht. Da geht es um einen sehr detaillierten Fragebogen, wo im Grunde hier die ganze Persönlichkeit, sage ich mal, abgefragt wird. Was sind deine Interessen, was sind deine Hobbys, was sind deine Sportarten und so weiter und so fort. Ja, willst du wirklich, dass hier die Daten deiner Kinder so komplett hier erfasst werden? Wer weiß, wie diese Daten dann noch verwendet werden. Ich hatte hier schon vielfach in Videos gesagt, dass ich sehr froh bin, dass ich Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen habe, weil im Grunde genommen zu meiner Person zum Beispiel gibt es jetzt im deutschen System sehr wenig. Ich war sehr jung, als ich Deutschland verlassen habe nicht viel verdient, hatte kein großes Vermögen, hatte keine Konten etc. pp. Das heißt, meine Akte, sage ich jetzt mal, die in Deutschland vorhanden ist sehr dünn. Wie dick soll die Akte werden von dir, bevor du wirklich sagst, du verlässt Deutschland? Willst du jetzt wirklich letztlich, dass hier noch detaillierte Informationen zu deinen Kindern eingesammelt werden, die dann möglicherweise noch per KI dann analysiert werden? Das heißt, man ermittelt irgendwie eine Formel, welche Personen jetzt besonders geeignet sind für den Wehrdienst, wer sind sogenannte Supersoldaten, und die werden dann vielleicht irgendwann nicht mehr freiwillig nur rekrutiert, sondern auch verpflichtend dann herangenommen. Ja. Speziell, weil aus dem Profiling mit KI sich ergeben hat, dass dein Sohn jetzt hier besonders geeignet ist. Ja. Nicht nur ist er 1,85 groß, sondern er hat auch einen hohen IQ und er interessiert sich für Militärgeschichte zum Beispiel. Ja. Das sind die Sachen, die abgefragt werden in diesem Fragebogen. Willst du das wirklich riskieren? Das sind Fragen, die du dir jetzt stellen musst. Also, ich sage jetzt nicht, dass du jetzt hier wegrennen musst und auswandern sollst. Ja? Hier ist deine eigene Risikoeinschätzung jetzt gefragt. Wenn das Themen sind, wo du sagst, okay, ist mir eigentlich egal, der Junge soll ruhig dienen, soll ruhig mal in die Front gehen, das wird ihm gut tun, das wird ihn zum Mann machen, was uns nicht tötet, macht uns stark. Okay,
kann man akzeptieren, so eine Haltung. Aber wenn das nicht deine Haltung ist, dann denke ich, dass du dir jetzt schnellstmöglichst dazu Gedanken machen solltest, was du tun kannst, um hier noch vor 2026 zu reagieren. Frage ist eben, ob das wirklich dann hilft oder ob man auch im Ausland hier angesprochen wird und tatsächlich dann hier der Bundeswehr antworten muss. Das ist etwas, das wir jetzt noch abwarten müssen. Sobald ich es weiß, werde ich dir hier natürlich alles dazu mitteilen. Gut, soweit so gut. Also die Wehrpflicht kommt. Jetzt wird sie hinterrücks sozusagen hier wieder eingeführt. Erstmal auf freiwilliger Basis, aber wir wissen alle, dass nicht genug Freiwillige rekrutiert werden können. Und daher wird es über kurz oder lang meiner Meinung nach hier ziemlich schnell wieder die allgemeine Wehrpflicht geben. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du sagst, naja, vor dem Hintergrund will ich jetzt doch lieber ziemlich schnell weg nach Dubai, nach Südamerika oder einfach nur in ein anderes EU-Land im ersten Schritt mal oder in die Schweiz zum Beispiel, wer weiß. Wenn das also deine Gedanken sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen, bei solchen Themen zu unterstützen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, einen Plan B zu haben und dann auch umzusetzen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.